In Dominica liegen wir hier am Container Terminal. Nicht ganz so schön. Wir werden Ausflüge auch gleich abgeholt, so nicht weit laufen. Ganz hinten durch kann man nur die Schornsteine erkennen. Da liegt ein anderes Kreuzfahrtschiff. Dominica ist Vulkaninsel und daher sind die Strände hier eher grau und schwarz. Aber hier ist unglaublich viel Natur. Hier ist Regenwald ohne Ende. Auch hier wieder die typische Bebauung am Berg hoch mit Häusern auf Stelzen. Es gibt praktisch kein flaches Land auf den Inseln. Flug zu den Walen und Delfinen. Aber wenn ich mir sehe, wie viele Leute dahin wollen, auf das kleine Boot, dann bin ich froh, dass wir diesen Ausflug nicht gebucht haben. Da ist wieder so ein offener Hafen. Man sieht ja schon, wie die AIDA sich noch bewegt. Hoch und runter geht. Und das verkratzt doch ganz schön den Rumpf. So richtig fest liegt er nicht. 41? Ah ja. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. We drive on the left side of the road, which is the correct side we got from the British. Left side is the right side. The correct side, on the right side is the wrong side of the road. So unlike most of the other islands which promotes beach and hotels, here what we promote is ecotourism, sightseeing and adventure, because that's what we have to offer to the world. Mit $700 pro Kopf Einkommen gehört Dominica nicht zu den reichen Inseln. Was hier auffällt, ist, dass die Häuser viel höher sind wie auf den anderen Tropeninseln. Von weitem kann man schon einen der beiden Wasserfälle sehen. Der Bus muss ganz schön ackern, um die steilen Berge hier hochzukommen. Aber wir kommen unserem Ziel näher. Hier geht es zu den Trafalgar Falls. Das ist da hinten ungefähr 10 Minuten Fußmarsch. Ziemlich hoch, die Treppen, ist nicht so einfach. Hier hat man schon richtig Urwald-Feeling. Marina mit ihrem verletzten Bein quält sich auch hier hoch. Ah, das geht. Die Trafalgar Falls mit Papa und Mama Falls sind die beeindruckendsten Wasserfälle auf unserer Karibiktour. Allerdings kann man hier dann auch nicht baden. Willkommen im Regenwald. Da sind wir gleich komplett durchnässt. Ja, das ist ja auch ein Regenwald. Das passiert dann schon mal, ne? Es regnet und es scheint die Sonne. Das ist schon ganz lustig hier. Hier sind wir durch die Blätter etwas geschützt. Aber das ist hier alles Natur pur. Das ist wirklich Regenwald. Stell dich zum Trocknen in die Sonne. Weiter geht's durch beeindruckende Natur zu unserem nächsten Ziel, einige Schwefelquellen. Es ist gut, dass es hier kein Geruchsvideo gibt. Das stinkt hier total nach Schwefel, wie faule Eier. Weil die Vulkanaktivität hier auf der Insel ist doch noch hoch. Oben von der Plattform kann man ins Blauwahn reingucken. Da kommt heißer Qualm raus und das stinkt ganz ekelhaft. Hier hält man es nicht lange aus. Boah. Durch die Menge an Regen werden hier 40% Elektrizität aus Wasserkraft gemacht und die anderen 60% mit Dieselgenerator. Stinkt ganz ordentlich ja, da oben. Ja, das ist nicht unbedingt meine Geruchsklasse. Jetzt geht's zum Champagnerriff. Auf dem Weg durchqueren wir den Botanischen Garten von Rousseau. Hier steht auch das Auto, was von einem Baum getroffen wurde beim letzten Hurricane. Es geht entlang der Küstenstraße. Hier wurde viel beim letzten Hurricane zerstört, aber es ist auch schon wieder sehr viel aufgebaut. Man sieht kaum noch etwas davon. Wir sind aus der Bebauung raus, keine schönen Strände, gleich sind wir da. Champagner Beach. Da hinten ist das Riff mit den Blubberblasen. Hier am Strand kann man relaxen und sich umziehen und bekommt auch Klamotten zum Troscheln. Das ist der Nachteil eines Busausflugs. Man ist nicht allein, viele Körper im Wasser. Ab geht's unter Wasser. Das mit den Luftblasen ist schon sehr beeindruckend. Wenn man den richtigen Winkel zur Sonne hat, dann ist das ein toller Anblick. Ich würde den Ausflug beim nächsten Mal mit dem Taxi machen. Das ist nicht so weit. Dann hat man viel Zeit und kann entspannt ganz alleine das Riff erkunden. Die begrenzte Zeit am Strand und am Riff
trüben schon den Spaßfaktor. Neben den Blubberblasen ist das Riff hier ziemlich kahl und trostlos. Es macht eigentlich wenig Sinn, das zu erkunden. Die Flunder hier war das absolute Highlight. Zurück geht's am Ufer lang zum Schiff durch die Hauptstadt, vorbei am Präsidentenpalast. Präsidentenhaus. Das kann man auch wunderbar alles mit dem Taxi machen. On your right, we have the St. George's Anglican Church, which has the roof due to the passage of Hurricane Maria. On your right, the Emancipation Monument. Am Monument in der Hauptstadt steht auch das andere Kreuzfahrtschiff. We are in the capital of the island. It's called Roseau, French name given to us by the French. Population here in the city is approximately 17,000. Maggi und KFC, das erinnert mich doch schon fast wieder an zu Hause. Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Hier geht's wieder noch mal kurz auf den Markt. Ein bisschen lang für dich. Üblichen Souvenirläden vor dem Schiff. Da ist ja heute noch ein anderes Kreuzfahrtschiff da. Das steht in der Stadt und wir haben hier Pech und stehen hier im Containerhafen. Zur Stadt ist es ein bisschen weit zu laufen, aber heute ist auch Sonntag und da ist eh alles zu. Deshalb bleiben wir den Rest des Tages am Schiff. Und Nachmittag scheint die Sonne wieder. Und das Pooldeck ist nur leicht gefüllt. Sehr schön. Genau hier hat der Kameraton versagt, deshalb gibt es Claudias Geburtstag nur als Stummfilm. Auf Domenica haben wir heute einen herrlichen Sonnenuntergang. Das ist Romantik pur. Ein wunderschöner Tag geht langsam zu Ende. Die Losmacher stehen bereit. Da holt er seine Jungs auch schon wieder ab und es geht weiter. Wir verlassen Domenica, auf geht's nach Guadeloupe. Heute gibt es noch Wer wird Millionär auf der AIDA, bevor es in den Beachclub geht. Wie jeden Abend ist auch heute wieder um 10 Uhr im Beach Club eine fantastische Lasershow. Danach gibt es hier noch eine Schlagerparty, bevor es ins Bett geht, und wenn wir aufwachen, dann sind wir schon in Guadeloupe.